Hamburg ist die einzige deutsche Stadt, in der alle Corona-Todesfälle untersucht und die Leichen obduziert werden vom Institut für Rechtsmedizin des UKE. Ihr Leiter sagt, wir brauchen generell keine Todesangst vor dem Virus zu haben. Warum? Darüber spreche ich gleich mit ihm. Untersuchungen von Toten können wichtige Erkenntnisse liefern. Klaus Püschel ist Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am UKE. Er und sein Team obduzieren seit Beginn der Pandemie die Menschen, die in Hamburg im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Demnach haben alle Verstorbenen mindestens eine Vorerkrankung gehabt. Alleine etwa 80% der mehr als 140 Untersuchten litten unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Durchschnittsalter der Toten liegt bei 80 Jahren. Das Robert-Koch-Institut hatte anfangs von Obduktionen abgeraten, um das rechtsmedizinische Personal vor Ansteckungen zu schützen. Doch Klaus Püschel sieht darin eine Chance, von den Toten für die Lebenden zu lernen. Und jetzt begrüße ich ihn live hier bei uns im Studio. Willkommen, Professor Püschel vom UKE. Was konkret können wir denn von den Toten lernen? Ja, wir können den Verlauf der Krankheit untersuchen. Wir können feststellen, wie die Therapie gewirkt hat auf Intensivstationen oder auch normal im Krankenhaus oder in der Altenpflegeeinrichtung und wie bestimmte Medikamente wirken. Wir sehen auch besondere Gefahren der Krankheit, also spezielle Auswirkungen in speziellen Organsystemen. Insgesamt gilt einfach ganz nachhaltig, wir lernen von den Toten für das Leben. Sie sagen, wir lernen von den Toten für das Leben. Sie haben aber in Hamburg auch eine Diskussion ins Rollen gebracht. Sie sagen nämlich, alle Untersuchten, die Sie bisher obduziert haben, hatten erhebliche Vorerkrankungen. Heißt das im Umkehrschluss, Gesunde müssen sich keine Sorgen machen? Genau, das will ich damit sagen. Also gerade Kinder, Jugendliche, die arbeitende Bevölkerung wird normalerweise diese Krankheit schadlos überstehen. Wir wissen noch nicht alle Details über die Krankheit, das ist klar. Das lernen wir auch wieder von den Toten, wenn wir das Gewebe untersuchen. Aber die Schlussfolgerung ist ganz eindeutig: Angst, dass das ein Killer-Virus ist und dass viele daran sterben werden, ist völlig überflüssig. Nehmen Sie doch die Zahlen, wie viele geheilt sind inzwischen, ohne Symptome sind. Oder nehmen Sie wirklich das Durchschnittsalter der Toten alleine. Das ist das mittlere Alter, in dem wir sowieso sterben. Das heißt aber trotzdem, die Erkrankten sterben ja mit Covid-19. Sie sagen, sie sterben nicht daran. Verstehe ich das richtig? Ja, das ist eine lange Diskussion, müsste man lange erklären, wie das gemeint ist. Also das Virus ist schon für diese vorbelasteten, geschädigten, in ihrem Immunsystem geschwächten Personen eine Gefahr. Das verkenne ich nicht. Und natürlich führt es bei diesen Personen letztlich zum tödlichen Verlauf, gar keine Frage. Aber das würden andere Virusinfektionen auch tun. Und wir müssen uns ja klar machen, wir wollen ja nicht in einem Glaskasten sitzen. Wir können uns nicht vor allem schützen. Und dieses Virus ist eine vergleichsweise geringe Gefahr. Nehmen Sie auch die Situation in den Altenheimen. Es wird immer nur erzählt, da sind welche gestorben. Aber die meisten haben das überlebt. Also auch für die Alten und Kranken ist das mitnichten ein Todesurteil, sondern auch dort werden die meisten die Krankheit überstehen. Ja, nun plädieren Sie unter anderem für eine Öffnung der Kitas. Das Robert-Koch-Institut sagt dagegen, immerhin 1/4 der Menschen in Deutschland hat Vorerkrankungen und ist deshalb durchaus so dran, dass wir sagen müssen, die haben Grund zur Sorge. Sehen Sie das anders? Ja, das sehe ich in der Tat anders, gerade in Bezug auf die Kinder. Also alles, was wir bisher wissen über die Situation bei Kindern, ist, dass die nicht sterben. Die einzelnen Berichte kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe die Kinder ja nicht untersucht. Aber allgemein ist die Erfahrung, die Kinder werden nicht besonders krank, die Jugendlichen werden nicht besonders krank. Es gibt noch nicht mal Hinweise darauf, dass die so besondere Spreader sind. Das muss untersucht werden, das ist auch richtig. Mit älteren Risikopatienten in Kontakt kommen? Ja, ich bin ein Alter, ja, und ich bin bekennender Großvater. Ich lasse mich nicht von meinen Enkelkindern trennen, um das ganz deutlich zu sagen. Ich möchte auch mit denen kuscheln und ich möchte nicht im Glaskasten sitzen. Sie untersuchen auch im Auftrag der Stadt. Der erste Bürgermeister hat sogar gesagt, Ihnen ist es ganz wichtig, die Fakten und Zahlen. Trotzdem geht er einen anderen Weg. Warum hört er nicht auf Sie in Sachen Lockerung? Also ich bin ja kein Politiker. Und Kollege Tschentscher, der auch bei uns am UKE gelehrt hat, ist jetzt erster Bürgermeister.
Ich darf ja etwas einfacher und leichter auch provozieren und eine andere Meinung vertreten. Ich muss nicht windschlüpfrig sein. Also, nein, ist er auch nicht übrigens, der Tschentscher. Der versteht was von seiner Sache. Ich sage ja, wir müssen mit dem Virus leben. Ja, wir müssen uns mit ihm in gewisser Art und Weise anfreunden, auseinandersetzen, so wie bei der Grippe, wie bei anderen Virusinfektionen. Wir können nicht davonlaufen. Wir können das Virus nicht ausradieren. Und wenn wir eine Ansteckungsrate haben unter 1, dann wird es noch sehr, sehr lange dauern, bis in Deutschland die Industrieproduktion wieder angelaufen ist. Und wir eine Grundimmunität haben. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch live bei uns im Studio. Professor Klaus Püschel vom UKE, leitender Rechtsmediziner.